Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um die Navigation der Garmin Instinct Crossover. Das ist ja die neueste Uhr, die Garmin noch Ende 2022 herausgebracht hat. Und wie ihr es von meinem Kanal gewohnt seid, werde ich jetzt wieder entsprechend euch zeigen, wie das Ganze hier abläuft. Im ersten Teil zeige ich euch, wie ihr entsprechend hier Strecken planen könnt oder Strecken hier mit Komoot synchronisieren könnt, was ihr alles einstellen könnt. Im zweiten Teil seht ihr dann, wie das Ganze hier in der Praxis aussieht. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, bei Garmin gibt es mehrere Möglichkeiten, entsprechend hier Routen zu planen bzw. Routen zu nutzen. Ihr könnt einmal Routen importieren, das wäre zum Beispiel GPX-Dateien oder CCX-Dateien, aber auch hier über Komoot hier eine Schnittstelle zu verbinden. Das habe ich jetzt zum Beispiel, wo ihr dann hier bei Komoot das Ganze planen könnt. Ihr könnt das Ganze auch mit AutoActive verbinden, da ist es genauso, da wird es auch dann übertragen. Oder ihr könnt, wenn ihr gar nichts von den Sachen nutzt oder beziehungsweise nicht nutzen möchtet, habt ihr auch ein kostenloses Planungstool hier in Garmin Connect. Dabei habt ihr die Möglichkeit, es einmal über die App zu planen oder das Ganze über den PC. Wie das Ganze am PC funktioniert, habe ich mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Wir schauen uns jetzt einfach mal ganz kurz an, was ihr entsprechend hier in der App machen könnt. Ihr könnt dann einfach auf Mehr gehen und dann gibt es hier die Möglichkeit, hier Training und Planung und hier gibt es den Menüpunkt Strecke. Hier seht ihr alle meine Strecken, die ich jetzt in Komoot geplant habe. Das wird hier entsprechend dann direkt synchronisiert. Also das sind, wie gesagt, die geplanten Touren. Aber ihr könnt auch eine Strecke erstellen. Dafür geht ihr hier oben einfach auf das Plus. Und dann bekommt ihr auch schon die Auswahlmöglichkeiten, was ihr machen könnt. Also es gibt dann Rennradfahren, Gravel, Mountainbiken, aber auch Laufen, Trailrunning, Wandern oder halt den Rest, was ihr dann sonst machen möchtet. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal fürs Laufen an. Da gehen wir einfach drauf. Hier gibt es dann auch die Option, das Ganze automatisch durchzuführen. Das heißt also, es wird dann eine Strecke gemacht. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn ihr jetzt eine Garmin-Uhr habt, die zum Beispiel nicht Roundtrip-Routing kann, dann könnt ihr hier das Ganze über die App machen. Wenn wir mal reingehen, dann können wir einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt dann einfach sagen, ich möchte jetzt eine Strecke laufen, hier am 3. Januar, das ist einfach der Streckennamen. Oder dann die Distanz angeben, einfach hier dann sagen, was ihr dann laufen möchtet, beziehungsweise dann die Richtung. Und mit diesen Parametern wird dann entsprechend hier eine Strecke errechnet. Dann sagen wir einfach mal, das Ganze soll berechnet werden, dann findet auch die Berechnung statt und so haben wir jetzt schon unsere erste Strecke hier direkt im Angebot. Ihr könnt aber auch manuell eine Strecke erstellen, dafür müsst ihr einfach nur in Benutzer definiert hineingehen. Hier bekommen wir schon ein paar Tooltips angezeigt und das ist auch ganz einfach, ihr müsst jetzt einfach hier einen Startpunkt aussuchen. Wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen woanders hin, dann machen wir hier zum Beispiel einen Startpunkt, da wählen wir das Ganze entsprechend aus, da drücken wir es länger drauf, dann kommt hier ja diesen Start-Button. Und dann könnt ihr einfach hier einen beliebigen Punkt auswählen und hier entsprechend mit dem Button ja hier das Ganze setzen, weiter und dann habt ihr hier entsprechend die Streckenplanung, die ihr durchführen könnt. Jedes Mal, wenn ihr auf den Button kommt, kommt hier so ein schwarzer Punkt und dann könnt ihr das Ganze entsprechend hier bewegen, wo ihr das hinhaben möchtet. Dann wählen wir das noch aus und so könnt ihr dann entsprechend eure Strecke erstellen. Als letzten Punkt, den ich ja angesprochen habe, ist jetzt auch hier das Ganze mit Komoot zu synchronisieren. Das habe ich ja wie gesagt schon gemacht. Da können wir uns einfach jetzt mal eine Strecke angucken. Wir schauen mal hier Navi-Test und da sehen wir hier jetzt einfach den Verlauf der Strecke. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir oben auf die 3 Punkte gehen, das Ganze nochmal zu bearbeiten. Dafür gehen wir einfach hier auf Duplizieren. Dann wird die Strecke hier dupliziert und dann können wir hier nochmal ein paar Menüpunkte bearbeiten. Wir haben dann hier dann die Option, auf die 3 Punkte zu gehen und hier auf Bearbeiten zu drücken. Und dann bekommen wir hier nämlich nochmal weitere 3 Punkte angezeigt. Und hier ist dann ein verstecktes Menü. Und zwar könnt ihr hier zum Beispiel dann Streckenpunkte hinzufügen. Da gehen wir einfach mal rein. Da sehen wir zum Beispiel hier Erste Hilfe. Und dann können wir das Ganze hier entsprechend setzen. Das sehen wir hier einfach entsprechend aus. Dann sagen wir hier weiter. Und dann haben wir hier den Erste-Hilfe-Punkt entsprechend auf die Strecke gesetzt. Ihr könnt aber auch andere Streckenpunkte hinzufügen, wie zum Beispiel auch Wasser. Das kann man zum Beispiel mal auswählen. Sagen wir auch weiter. Und dann können wir zum Beispiel hier nochmal den Wasserpunkt setzen. Und so habt ihr entsprechend markante Wegpunkte hier enthalten. Wir können uns das Ganze nochmal genauer anschauen, was es sonst noch alles gibt. Hier gibt es auch nochmal Anstiege, Anstiege 1, 2, 3 oder auch Toilette oder auch Wechselpunkte, Kontrollpunkte. Das Ganze könnt ihr hier entsprechend dann auch setzen. Eine wichtige Option, die ich dann euch noch zeigen möchte, ist dann auch das Thema Abbiegehinweise. Wenn wir nochmal auf Bearbeiten gehen, ist auch ganz wichtig, dass hier entsprechend das Thema Abbiegehinweise ja, eingeschaltet ist, damit ihr dann auch die Abbiegung entsprechend auf die Uhr angezeigt bekommt. Wie das Ganze jetzt aber in der Praxis aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, dann wollen wir das Ganze starten. Wir schauen uns einfach erstmal auf den Akkustand. Der liegt momentan bei 50%. Wir haben das GPS hier auf maximale Einstellung, auch jede Sekunde. Jetzt sind wir gerade bei 49% hochgesprungen. Sind wir gerade hier. So, dann schauen wir mal. Dann gehen wir hier ins Laufen hinein. Wir machen das Ganze heute mit dem Laufen. Und das wählen wir aus.
Und dann bekommen wir einmal einen täglichen Trainingsvorschlag, den überspringen wir jetzt einfach mal. Und dann drückt ihr hier einfach ganz lange auf die mittlere Taste links. Und dann kommt ihr auch schon hier ins Navigationsmenü. Ihr habt dann die Möglichkeit, einmal eine Strecke auszuwählen, was wir gleich machen. Ihr könnt euch aber auch eine Aktivität aus dem Log hier auswählen, das entsprechend laufen und gegen diese antreten. Oder ihr könnt hier aus den Favoriten was nehmen, peilen los oder nach Koordinaten entsprechend sich navigieren lassen. Wir nehmen jetzt aber hier die Strecke und dann haben wir hier schon die entsprechende Strecke. Das ist die hier, Pace Pro Plan, da ist noch ein Pace Pro Plan hinterlegt. Den wählen wir jetzt aus. Und dann können wir uns die ganze Sache nochmal auf der Karte genau anschauen. Wir sehen hier, ich laufe zweimal die gleiche Strecke, also deswegen ist es jetzt hier kein Rundlauf. Ich gehe hier nochmal zurück und dann gibt es hier an den Zeigern, sehen wir auch schon, da werde ich dann entsprechend rumlaufen. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wie gut das Ganze dann sich hier ergibt. Dann können wir die Strecke rückwärts starten. Wir können uns auch das Höhenprofil nochmal anschauen. Das ist natürlich sehr übersichtlich, weil ich jetzt natürlich heute nicht den Berg hochlaufe. Wir sehen hier, höchster Punkt ist 99 Meter, niedrigster ist 91 Meter. Und dann können wir jetzt hier noch den Pace Pro Plan auswählen, den wir jetzt hier haben. Machen wir jetzt einfach hier. Und da habe ich jetzt irgendwie, lauter Tests, mehrere getestet. Und wir sehen hier verschiedene Zeiten. Wir nehmen jetzt einfach mal 47. Habe jetzt mal langsam genommen, einfach nur, weil ich viel filme, um das einfach mal zu zeigen. Jetzt sehen wir dann nochmal den Streckenverlauf. Das wählen wir jetzt aus. Plan annehmen. Und dann sagen wir hier, ja, okay. Und dann sehen wir auch schon den ersten Split, beziehungsweise jetzt werden die GPS-Daten gesucht, oder GPS-Satelliten werden gesucht. Und dann sehen wir auch schon mal eine kleine Übersicht hier. Und wir sagen, dann legen wir mal los und gucken das Ganze mal im Live-Betrieb an. Ja, und dann ist mir mitten in der Navigation direkt beim Start die Uhr abgestürzt. Sieht jetzt auch ganz gut, die Zeiger, die haben sich jetzt nach unten geswitcht. Ich muss jetzt den Weg hier geradeaus durchlaufen. Und wir sehen jetzt, wir nähern uns langsam dem Punkt, beziehungsweise dann der Abbiegung. Jetzt bekommen wir 46 Meter ein akustisches Signal und eine Vibration, dass wir links abbiegen müssen. Das ist jetzt hier so eine T-Kreuzung, die wir haben mit so eine T-Kreuzung, die gerade ausgeht. Und entsprechend bekommen wir so angezeigt. Übrigens, den Pin, den ihr seht, ich komme dann nachher hier, beziehungsweise hier ist nachher mein Ziel. Und ja, deswegen ist das schon ein Pin. So, wenn wir am Punkt sind, bekommen wir auch direkt hier die Aufforderung abzubiegen. Wir sind jetzt hier, ich stehe genau auf der Kreuzung, so wirklich direkt drauf. Und biege jetzt entsprechend links ab. Und wir bekommen jetzt schon die Anzeige, in 318 Meter kommt die nächste Abbiegung. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes. Ja, wenn wir uns die Karte mal genau anschauen, wir sehen jetzt hier das Gestrichelte, bin ich gelaufen. Und wir haben hier so ein S, das ist so ein S, was hier reingeht und dann hier hoch. Und das wird auch sehr gut abgebildet hier. Ja, wir sehen hier, die Karte braucht immer so ein bisschen zum Justieren. Ja, so, jetzt haben wir es ein bisschen besser. Dann können wir jetzt ganz gut sehen, was ich gelaufen bin. Beziehungsweise, was ich noch laufen muss, ist die schwarz durchgezogene Linie. Und ja, die Karte hat so ein bisschen ihre Tücken mit der Ausrichtung. Also im Laufbetrieb ist es dann auf jeden Fall besser und wird auch richtig angezeigt, wie das Ganze dann sein soll. Und wir sehen auch hier, die Zeiger bleiben dann hier auf der 6 Uhr Stellung. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Ja, wir stehen jetzt hier an der Kreuzung. Hier ist so eine Gabelung, Kreuzung, X-Kreuzung, keine Ahnung, wie man das nennt. Und ja, wir sind hier. Ich habe immer noch in 1,98 Kilometern den nächsten Abbiegehinweis. Also wir haben hier wieder den Fall, dass nicht alle Abbiegehinweise übertragen werden. Ich habe das Ganze hier über Garmin Connect gemacht, beziehungsweise hier noch was hinzugefügt und was bearbeitet. Und es kommen nicht alle Abbiegehinweise, also das alte Problem ist wieder da. Das war schon mal eine Zeit lang besser. Scheinbar hat es da entweder bei dem Update von der Uhr oder auch bei Garmin Connect selber wieder ein Problem, dass nicht alle Abbiegehinweise kommen. Ja, wir nähern uns jetzt an der Gabelung. Wenn es jetzt nicht so eindeutig ist, also hier geht wirklich ein Weg rein. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, aber hier geht wirklich was rein. Und ja, wir sehen den kleinen Knick, wie gesagt, der Pfeil zeigt nach unten, wir müssen hier runter, dann kriegen wir es ein bisschen besser angezeigt und dann sehen wir hier, dass der Knick entsprechend da ist und wir den rechts reinlaufen müssen. Ja, dann sind wir auch schon auf der Kreuzung, wir sind hier, wir können einmal geradeaus laufen, beziehungsweise hier rechts abbiegen. Wir sollen ja geradeaus weiterlaufen und wir werden aber jetzt mal falsch abbiegen und einfach schauen, wann und wie die Uhr reagiert. So, dann bekommen wir auch schon Streckenabweichung angezeigt, dass wir außerhalb der Strecke sind. Das Ganze wird auch ein bisschen rausgezoomt. Ah, interessant. Dann laufen wir noch ein Stück weiter. Also wie gesagt, ich laufe hier mit dem bestmöglichen GPS, was es gibt. So, dann haben wir nochmal Streckenabweichung. Wir sehen jetzt auch schon,
Der Pfeil ist draußen, das bedeutet, wir sind hier falsch und müssen zurück. Und zur Orientierung hier vorne, da bin ich gerade gestanden, habe gefilmt. Jetzt stehe ich hier und dann gehen wir mal zurück auf die Strecke. So, jetzt bin ich zurück auf die Strecke gegangen. Schauen wir mal, was passiert. Genau, jetzt kommt dann wieder auf die Strecke, bekommt dann auch wieder ein Alarm bzw. ein Signal, dass ihr zurück seid. Ja, das Gute auch bei den Garmin-Uhren ist, dass ja, alle Uhren, die Navigation können, das sogenannte Live-Track haben. Das könnt ihr aktivieren in der App und dann werden die Kontakte, die ihr hinterlegt habt, entsprechend auch informiert. Ich habe mal dazu ein Video gemacht, wie ihr das Ganze einrichten müsst, das verlinke ich euch oben mal. Und die bekommen dann eine E-Mail und normalerweise, also wenn ihr keine Navigation macht, bekommt ihr einfach nur die Strecke, wo ihr gelaufen seid, beziehungsweise sehen, wo ihr gerade unterwegs seid. Und bei der Navigation gibt es als Bonbon oben drauf. Sie sehen noch, was ihr lauft, das ist dann pink hinterlegt. Dann könnt ihr sehen, okay, ihr seid auch so und so lang unterwegs oder da und da wolltet ihr hin. Falls irgendwas passiert, wissen die dann entsprechend Bescheid. Ja, dann schauen wir mal nach Abbiegehinweisen, wenn man nicht auf der Karte ist. Wir müssen jetzt hier links rein, geradeaus nachher, wo wir zurückkommen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir an der Kreuzung sind. So, wir bekommen jetzt angezeigt, links abbiegen. Also hier rein. Wie gesagt, hier kommen wir zurück. Und es bekommt ein Signal angezeigt und auch entsprechend hier dann mit einem Pfeil. Ich hoffe, die Autobahn stört nicht so arg im Hintergrund. Wir können es auch gut erkennen, wo wir herkommen. Also wir sehen hier das Gestrichelte, bin ich gelaufen. Und wir können auch sehen, dass ich jetzt links abbiegen muss und rechts zurückkomme. Das heißt also, ich laufe jetzt hier rein. Und da kommen wir dann wieder zurück. Das sehen wir hier dann auch entsprechend hier auf der Karte abgebildet, wie das sein soll. Und wir sehen auch hier nochmal links dieser Pfeil, dass wir jetzt abbiegen müssen. In 85 Metern leicht nach rechts. So, wir sehen jetzt hier, sorry, an der Autobahn, ein bisschen laut. Jetzt bekommen wir so einen leicht abgeknickten Pfeil angezeigt in 37 Metern. Das ist der Weg, der hier reingeht. Das ist so ein Trampelpfad, ja, zum See. Und da sollen wir jetzt abbiegen. Und entsprechend bekommen wir das dann hier dann auch angezeigt. Weil ich mache jetzt hier auch einen GPS-Test. Dann sind wir hier halbwegs dicht bewaldet und dann geht es hier auch schon entsprechend rein. Dann schauen wir mal, wie das Ganze dann im GPS-Bild aussieht. Ja, dann sehen wir auch nochmal alles schön in der Übersicht hier. Wir sehen hier nachher das Stück, wo ich zurückkomme. Also das ist auch wirklich sehr gut gemacht. Das Gestrichelte kann man wirklich sehr gut überblicken. Und nachdem ich jetzt die eine Kreuzung hatte, mit den zwei vielen Abbiegehinweisen, kommt jetzt auch selbst hier so kleine Knicke rein. Also das funktioniert jetzt wieder. Ein Rätsel, warum das hier als Problem macht. Bekommen wir auf der Instinct alles angezeigt, eigentlich alle Datenfelder, die ihr eingerichtet habt. Also wenn wir einfach durchgehen, sehen wir natürlich immer das Höhenprofil, wo wir aktuell sind. Da sehen wir hier ja, das graue Bereich, das ist ein bisschen reingezoomt. Wir sind hier das hellgraue, sind wir gelaufen, das dunkelgraue steht noch vor uns. 6 Höhenmeter Anstieg verbleiben noch, also wie gesagt, ich laufe jetzt hier ja relativ flach. Wir sehen hier zum Beispiel Datenfelder, Herzfrequenz, die Zeit bzw. die verbleibende Distanz und auch die Ankunftszeit wird hier angegeben. Das heißt also, es wird ganz entsprechend hochgerechnet und die ist auch immer relativ gut, also kann man gar nicht sagen. Dann habe ich hier zum Beispiel jetzt hier meinen Pace Pro Plan, der habt ihr aber nur, wenn ihr entsprechend auswählt. Dann bekommt ihr nochmal, wenn ihr es wollt, Timer, Distanz und die Pace selber und die Rundenzeit bzw. Rundenpace, wenn ihr das Ganze entsprechend haben wollt. Dann haben wir noch hier entsprechend Herzfrequenz, da wird das Ganze dann angezeigt hier mit ja, zum Beispiel Warm-up oder auch wenn ihr dann intensiv trainiert, oben hinten raus steht dann intensiv dran, da habt ihr alles dabei und die Zeiger zeigen euch dann entsprechend dann auch die Herzfrequenz an, also der Zeiger geht dann entsprechend dann hoch. Ja, dann haben wir noch die Uhrzeit und da haben wir die Strecke. Wenn ihr ein HRM Pro Run oder Pluscode angeschlossen habt oder auch den Pod, bekommt ihr da noch Laufeffizienzwerte angezeigt, wie etwa vertikale Höhe, vertikales Verhältnis, aber auch dann Bodenkontaktzeit nochmal genauer, beziehungsweise dann auch die Balance. Und dann bekommt ihr auch noch hier ganz neu die Wattmessung angezeigt. Aktuell kann die Uhr das nur ansprechen mit den Pods beziehungsweise mit dem Gurt. Die Wattmessung am Handgelenk ist leider aktueller Stand heute, 31.12.2022, noch nicht dabei. Ich hoffe, es kommt mit dem Update, weil auf der Instinct 2 Solar kommt das Ganze entsprechend auch raus. Und das ist ja aus der Instinct-Reihe. Ja, wir können auch Position speichern, dafür müsst ihr einfach lange hier rechts oben auf den Knopf drücken. Und dann kommen hier auch schon zum Positionsdrücken, ja, speichern. Das machen wir jetzt mal. Wenn wir jetzt hier runter scrollen mit der Taste,
kommen wir dann auch in der Übersicht. Da sehen wir nochmal das Datum, da können wir den Namen ändern. Wir können hier ein Symbol anpassen, zum Beispiel irgendwas, keine Ahnung, sagen wir mal Jagd. Und dann können wir sagen Reh, Elch, also hier können wir dann wirklich was aussuchen, was wir wollen. Nehmen wir jetzt einfach mal Blutspur, Position und dann können wir das Ganze hier entsprechend speichern. Nehmen wir da raus und dann ist es auch gespeichert. Ja, ihr könnt auch Wegpunkte setzen, das ist auch möglich. Zum Beispiel hier habe ich jetzt eine Wasserstelle eingestellt. Also ihr könnt das auch beliebig benennen. Ihr bekommt jetzt aber hier nicht direkt angezeigt, wie es heißt. Ihr seht nur das Symbol. Wir sind hier ein Wassertropfen in 1,25 Kilometer. Bekommt ihr dann die nächste Anweisung, beziehungsweise dann hier entsprechend, dass wir eine Wasserstelle haben. Ja, interessant ist auch, wenn ihr so Wegweiser habt, dann scheinen wohl die Abbiegehinweise wieder zu verschwinden. Also wir sind jetzt hier, ich muss jetzt hier gleich rechts rein und wir sehen nur, dass in 564 Meter mein Wasser kommt, aber nicht die Abbiegung, obwohl sie auf der Karte ist. Also da muss Garmin wirklich nachbessern. Was ebenfalls auch interessant ist, ich bin ja die Route schon mal gelaufen. Das heißt also, den Wasserpunkt habe ich dann auch wirklich da gesetzt, wenn ich zurücklaufe. Das heißt also, wird auch erkannt und nicht gesagt, okay, hey, du kommst da gerade vorbei. Ich markiere es dir. Nein, ist wirklich auf dem Rückweg. Also ist echt top. Wir sind auch hier 40 Meter, kommt entsprechend dann hier gleich. Ja, und dann bekommen wir auch die Meldung, 33 Meter noch mit dem Wassertropfen. So, wenn ihr den Wegpunkt erreicht habt, bekommt ihr hier auch dann die Markierung Wasser. Das ist das, was ihr dann hier erlegt habt. Da steht dann entsprechend dann hier der Text. Ja, dann beenden wir das Ganze mal. Wir schauen nicht auf die Zeit, wir schauen nicht auf die Distanz. Also 1 Stunde 24, 7,8 Kilometer bin ich gelaufen. Als Referenz auf der Apex 2 haben wir 7,85 Kilometer im Multiband-GPS. Und hier sind nur alle Systeme. Mehr geht hier nicht, hier gibt es kein Multiband. Und trotzdem haben wir doch wirklich sehr gute Werte bekommen. Beziehungsweise eine sehr gute Distanz, obwohl wir hier durch abgeschattetes Gebiet gelaufen sind. Die Aufzeichnung ist wie gesagt auf jede Sekunde gestellt gewesen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was der Akkuverbrauch sagt. Wir beenden das Ganze jetzt einfach mal. Und das ist auch so eine Sache, Speichern dauert hier bei der Uhr echt lange. Ich hoffe, dass die das noch optimieren. Das ist nicht so optimal. Also wie gesagt, Stand alles heute, 31.12.2022. Da kann noch vieles passieren mit Updates. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sehen einmal die Pace, sehr langsam. Viel gefilmt, viel stehen geblieben. Trainingseffekt können wir anschauen, der ist dabei. Die VO2 Max hat sich aber schon nicht verändert. Die Erholungszeit ist 36 Stunden. Der weiterhin Formaufbau. Und HV-Status haben wir noch keinen Zustand, weil ich entsprechend noch nicht die 3 Wochen die Uhr getragen habe. So, dann sehen wir hier mein schönes Silvester-Display von Garmin. Wenn wir uns den Akkustand angucken von MyBattery, das ist übrigens eine App aus dem Garmin Connect IQ Store, also das ist nicht von Garmin selber, sehen wir hier 34%. Ich blende euch jetzt hier entsprechend den Verbrauch ein. Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, volles GPS, was geht, und jede Sekunde eine Aufzeichnung. Bevor ich jetzt hier zum Fazit komme, muss ich auch einmal erwähnen, ich habe die Uhr jetzt aktuell mit der Version 3.11 getestet, beziehungsweise hier den Test durchgeführt. Das heißt also, wenn ein Update herausgekommen ist, kann es sein, dass hier und da schon manche Probleme behoben worden sind. Ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass das Thema Abbiegehinweise wieder ein Problem ist. Wir haben zum Beispiel jetzt hier bei der Phoenix 7 oder auch bei der FX 2 eine Verbesserung gesehen, dass eigentlich mittlerweile das Problem gar nicht mehr bestand oder nur noch ganz, ganz selten. So habe ich jetzt bei der Garmin Instinct Crossover wieder das Problem, dass ein kleiner Teil der Abbiegehinweise nicht erscheint. Ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen wie in der Fahrschule, fahrt so lange geradeaus, bis sich der Fahrlehrer meldet, dass ihr abbiegen sollt. So ist es etwa hier auch mit der Garmin Instinct Crossover in manchen Passagen gewesen. Oder auch wenn ihr dann eine Kreuzung erreicht, müsst ihr dann doch mal auf die Uhr schauen und entsprechend den Streckenverlauf nachprüfen, wie ihr laufen müsst. Die Anzeige des Streckenverlaufs ist aber dann doch wirklich sehr gut gemacht, also man kann es auch wirklich sehr gut erkennen, wo man abbiegen muss. Das ist an dieser Stelle auf jeden Fall nicht das Problem. Ich habe das Ganze dann aber auch mal mit der Komoot-App, also mit der hauseigenen Komoot-App getestet, die zur Verfügung gestellt wird. Die ist ja neu herausgekommen und ich habe die App ja auch selber vorgestellt im Video. Das verlinke ich dir oben mal mit der Venue 2 SQ. Die ist auch bei Vivo Active Uhren sehr interessant. Da hat das Ganze aber hier nicht funktioniert, anders ist als bei den Venue Uhren. Da habe ich überhaupt gar keine Abbiegehinweise bekommen. Das Ganze habe ich dann auch nochmal mit der hauseigenen Garmin-App gemacht, beziehungsweise auch da nochmal eine Strecke erstellt und mal abgelaufen. Auch hier war ebenfalls das Thema, dass ich nicht alle Abbiegehinweise an dieser Stelle bekommen habe. Ebenfalls gibt es auch dann aktuell Probleme, wenn ihr dann ein Ereignis oder zum Beispiel einen Wegpunkt setzt, wie zum Beispiel eine Wasserstation oder auch einen Ernährungspunkt oder auch, was ihr entsprechend ausgesucht habt. Und da ist es also manchmal so, dass die Abbiegung davor irgendwie weggeschluckt wird oder nicht angezeigt wird und hier entsprechend der Wegpunkt dann hier als Marker gesetzt wird.
Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an die Instinct 2 Solar, als ich die damals getestet habe. Wie gesagt, wir haben aber seither schon eine Verbesserung gesehen und ich hoffe auch, dass Garmin hier die Verbesserung hier bei der Garmin Instinct Crossover einbringt. Man kann aber auch zusammenfassend sagen, ihr kommt auf jeden Fall an euer Ziel, das ist nicht das Problem. Ich finde es einfach nur schade, dass man hier wieder das Problem mit der Abbiegehinweise hat. Aber um noch was sehr Positives zu erwähnen, ich habe dann auch einen GPS-Test hier mit der Uhr durchgeführt und das Ganze mit der Garmin Apex 2 verglichen. Die Garmin Apex 2 ist hier im sogenannten Multiband-GPS gelaufen, das heißt also im besten GPS, was es aktuell auf dem Markt gibt, mit einer Ermessung von jeder Sekunde. Die Garmin Instinct Crossover bietet hier nur nur in Anführungszeichen, die Möglichkeit, alle Systeme zu nutzen. Das ist, sage ich mal, die einfache Version. Das heißt also, GPS, GLONASS, Galileo ist bei uns hier relevant, was dann gleichzeitig benutzt wird. Und ich muss sagen, ich bekomme hier wirklich ein sehr, sehr gutes GPS-Bild gegenüber der Garmin Apex 2 hin. Die Apex 2 bietet zwar im Multiband nochmal einen exakteren Weg als jetzt hier die Garmin Instinct Crossover. Diese kommt aber wirklich schon sehr, sehr, sehr nahe an das, was die Garmin Apex 2 hier in diesem Fall im Multiband aufnimmt. Insgesamt kann man sagen, dass Garmin im Thema Krümelnavigation noch wirklich Nachholbedarf hat. Hier sind andere Hersteller wie etwa Polar deutlich weiter. Ich hoffe, dass Garmin, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal nachholt, um hier ein besseres Erlebnis zu bieten. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben, was die Navigation der Garmin Instinct Crossover angeht. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir oben mal eine Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir unten auch mal die Best-of-Playlist meines Kanals. Natürlich würde ich mich freuen, dich wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.